Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Der Frühling kommt mit großen Schritten auf uns zu und das habe ich zum Anlass genommen, euch heute schöne Frühlingsdüfte mitzubringen. Der erste Duft, den ich dabei habe, ist von Le Barge Bois, der New Wave. Ich weiß nicht, ob du die Marke schon kennst. Hier schon mal eine kleine Detailaufnahme von dem Flakon von der Oberseite. Blau steht für diesen Duft und ich finde, das passt einfach perfekt. Der New Wave ist wirklich ein besonderer Duft, wie ich finde. Ja, der startet schön minzig. Wir haben hier grüne Minze mit drin, wir haben hier eine schöne Pfefferminze mit drin. Der Duft gibt so einen richtig schönen, frischen Kick. Und ich finde, der hat was kleines bisschen Mentholiges, was kleines bisschen Kaugummiartiges, aber jetzt nicht von der Süße her, das auf keinen Fall, aber wie so ein Menthol-Kaugummi. Also der belebt in mir alles, wenn ich den Duft rieche. In der Entwicklung wird der Duft aber tatsächlich ein bisschen holzig. Ja, wir haben hier eine schöne Zeder nochmal mit drin. Wir haben in dem Duft tatsächlich auch eine Iris mit drin. Für mich ist das aber kein, ja, so richtig sauberer oder blumiger Duft, auf keinen Fall. Für mich ist die Iris wirklich eher im Hintergrund, wird schön eisgekühlt quasi schon. Also der hat für mich was Eisgekühltes durch diese schöne Minze, die damit rauskommt. Und deswegen finde ich auch, dass die blaue Farbe einfach perfekt zu diesem Duft passt. Das ist wirklich kein Standardduft, würde ich jetzt mal sagen. Der hat wirklich was Besonderes. Ich kenne keinen anderen so minzigen, mentholigen, kalten, eisigen Duft. Ich finde, der gibt aber gerade auch für den Frühling einen ganz tollen frischen Kick nochmal mit rein. Der Duft hat jetzt keine wahnsinnige Silage. Er hat eine tolle Haltbarkeit, das schon, aber der projiziert jetzt nicht mega weit, sondern in einem angenehmen Rahmen, würde ich jetzt mal sagen. Die Silage von dem Duft ist jetzt nicht mega weit, ne? Also der bleibt schon in einem angemessenen Rahmen. Ja, der ist nicht aufdringlich, der ist total einfach zu tragen, schön zu tragen und ich finde, der passt perfekt so in diesen Frühlingsbeginn mit rein, um da einfach nochmal so einen frischen Kick mit reinzugeben. Für mich ist das tatsächlich ein Duft, der schön unisex zu tragen ist. Ich kann mir den sowohl an einem Mann als auch an einer Frau vorstellen, weil bis auf die Minze und eben diese schöne Zeder, die damit rauskommt, gibt es da jetzt keine Duftnote für mich, die so mega im Vordergrund steht. Also wir haben hier jetzt nicht die Hardcore-Blüte, wo man vielleicht vermuten könnte, dass es ein Frauenduft ist. Nein, sondern es ist wirklich einfach ein schön frischer Duft. Übrigens, wenn du die Marke noch nicht kennst und jetzt vielleicht neugierig bist, ich verlinke dir mal ein Video. Da sind Alex und ich näher auf die Marke mit eingegangen, denn die haben neben dem New Wave echt noch richtig schöne Düfte. Auch der nächste Duft geht in eine etwas aquatische Richtung, wobei etwas untertrieben ist. Und zwar ist es der von Farmacia Annunziata, der Accordo Marino. Und das ist für mich so ein absoluter Freshie. Das ist ein Duft, da fühlt man sich wirklich den ganzen Tag wie frisch geduscht. Ja, schon im ersten Riechen haben wir eine schöne zitrische Note mit drin. Wir haben hier eine schöne Bergamotte. Aber schon im ersten Riechen kommen so wirklich schöne maritime Noten mit raus. Also da muss man wirklich an Meer denken, an Wasser. Ganz toller Duft, einfach zu tragen. Also der ist gar nicht aufdringlich. Man riecht ihn und denkt so, ah ja, frisch geduscht, so nach dem Motto. Also das ist ein Duft, der ist wirklich alltagstauglich, den kann man zu jedem Anlass tragen. Der passt perfekt in den Frühling, weil er für mich auch eben ein Duft ist durch diese Frische, der einfach so ein bisschen, ja, nicht zu intensiv ist. Eine schöne Silage um einen selbst gibt, aber jetzt nicht schreit, hier bin ich, sondern das ist wirklich auch ein Duft, den man gut an etwas wärmeren Tagen tragen kann und der eben zusätzlich hier zum Frühling nochmal einen schönen Gute-Laune-Kick nochmal mit reingibt. Der Duft hat tatsächlich ein paar schöne grüne Noten. Wir haben hier Koriander mit drin, wir haben hier auch Eukalyptus mit drin. Die kommen tatsächlich auch raus. Im Duftverlauf wird der Duft aber auf jeden Fall ein bisschen holziger. Und diese Kombination aus einer leicht cremigen Ylang-Ylang und eben diesem holzigen und dem erdigen, weil wir haben hier auch Patchouli mit drin, erinnert mich wirklich wie so an einen Strandspaziergang. Wir haben einmal die maritimen Noten, wir haben vielleicht Holz, was da am Strand liegt. Wir haben hier eine leichte Cremigkeit mit drin, was so an Sonnencreme erinnert. Also ich finde den Duft echt schön zu tragen, wirklich easy zu tragen und du wirst dich auf jeden Fall mit diesem Duft den ganzen Tag wie frisch geduscht fühlen. Der nächste Duft, den ich dabei habe, geht auch in eine eher frische, zitrische Richtung, aber eben nicht in eine aquatische Richtung. Und zwar ist es der Vertigo von Maison Noire. Und Maison Noire ist ja wirklich eine tolle schweizerische Parfummarke.
Übrigens, wenn dich mehr zu der Marke interessiert, dann verlinke ich dir jetzt mal ein Video. Die Gründer der Marke waren nämlich bei uns zu Besuch und Alex hat ihnen mal auf den Zahn gefühlt, was denn hinter den Düften steht, was sie sich dabei gedacht haben. Und die beiden haben auf jeden Fall aus dem Nähkästchen geplaudert. Also schau da gerne mal vorbei. Vertigo ist wirklich ein ganz, ganz toller, zitrischer, frischer Duft. Ja, schon zu Beginn auch hier ein schöner, frischer Kick mit drin. Der ist aber nicht aquatisch. Der ist zitrisch und der ist schön grün. Wir haben hier am Anfang eine schöne Kombination aus Zitrus, aus grünen, leicht bitteren Noten. Wirklich ganz toll, geht auch in eine komplett andere Richtung als der Accordo Marino. Das ist jetzt kein Freshy oder Aquat, wie er im Lehrbuch steht. Wir haben in diesem Duft wirklich eine ganz, ganz tolle grüne Frische. Rund um Vetiver, Minze, Moschus, also wirklich sehr erfrischend, belebend, so einen schönen Kick, was dieser Duft gibt. Und was im Verlauf dazu kommt, ist auf jeden Fall eine schöne holzige Note. Und was an der Stelle vielleicht nochmal besonders ist, oftmals ist es ja so, dass so zitrische Düfte im Verlauf eben diese zitrische Note verlieren. Bei dem Duft auf jeden Fall nicht. Also bei Vertigo ist diese zitrische, minzige, frische Note wirklich im ganzen Duftverlauf integriert. Der Duft hat eine tolle Haltbarkeit, hat eine tolle Silage, so wie es eben für einen zitrischen Duft ist. Jetzt nicht mega projizierend, das natürlich nicht, aber sehr, sehr angenehm. Und eben durch diese minzige, zitrische Frische ist das auch ein Duft, der wirklich den ganzen Tag geht, der zu jedem Anlass geht, den man gut ins Büro tragen kann. Also der Duft hat wirklich überhaupt keine Einschränkungen, wo man den tragen könnte oder wo auch nicht. Der letzte Duft, den ich dabei habe, der fällt so aus der Reihe der Düfte etwas raus, auch wenn der Beginn des Duftes schon auch so einen frischen, zitrischen Charakter hat. Aber im Duftverlauf sind da definitiv Duftnoten mit drin, die keiner der Düfte, die wir bisher gerochen haben, mit drin haben. Und zwar ist es von Olfactive Studio der Still Life in Rio. Lasst uns da mal gemeinsam dran riechen. Ja, der Duft startet schön zitrisch. Wir haben hier eine Bergamotte, wir haben hier eine schöne Mandarine. Die gibt ein kleines bisschen Süße auch mit rein. Wir haben hier Yuzu mit drin. Der Duft prickelt für mich am Anfang etwas. Wir haben hier Ingwer mit drin. Gibt auch eine kleine Schärfe mit rein, gerade im Duftverlauf. Wir haben hier eine kleine, schöne Pfeffernote nochmal mit drin. Das macht das Ganze wirklich sehr, sehr prickelnd bei mir in der Nase. Diese zitrische Note bleibt im Duft bestehen, geht aber in den Hintergrund. Die wird aber ganz toll ergänzt durch eine schöne Rum-, Kokos- und Zuckernote. Also zu dieser Frische, die da am Anfang gerochen wird, zu dieser zitrischen Frische, kommt dann eine schöne Portion Süße mit rein. Und ich finde gerade diese Kombination oder der vermeintlichen Gegensätze zwischen frisch und eben süß macht den Duft echt wahnsinnig besonders. Keine Angst, für mich ist das jetzt kein Duft, der so hardcore rum, alkoholisch ist, das nicht. Aber man riecht das schon so ein bisschen raus. Und der Duft hat wirklich was sehr Belebendes, was sehr Prickelndes. Ist ein wirklich schöner Duft. Erinnert mich an einen schönen, warmen Tag in der Karibik irgendwo. Also wirklich, wirklich ganz toll. Auch den Duft, würde ich sagen, kann man ganz easy tragen. Also auch wenn er diese Portion Süße mit drin hat, finde ich, kann man ihn trotzdem zu jedem Anlass tragen oder auch zu jeder Tageszeit. Da hätte ich jetzt keine Einschränkungen bei diesem Duft. Tatsächlich soll hier auch Leder mit drin sein. Das rieche ich jetzt tatsächlich nicht raus. Vielleicht kann meine Nase das zwischen all diesen experimentierfreudigen Duftnoten einfach nicht wahrnehmen. Leder fällt für mich so ein bisschen raus. Ich finde aber, der Still Life in Rio ist wirklich ein toll komponierter Duft. Mal ein anderer, erfrischender Duft einfach, ne? Mit diesem Twist drin, dass da einfach die Süße mit reinkommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich auch für dich einen Frühlingsduft mit dabei habe, der dich in den Frühlingsanfang begleiten darf. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du einen von den Düften vielleicht schon kennst und wie du ihn findest. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Mach's gut. Ciao, ciao.